Lektion 1: Verfügbarkeit planen. Für morgen haben wir sicherlich freie Plätze für das morgige Treffen. Das ist großartig, John. Es ist wichtig, bei der Planung flexibel zu sein, um allen gerecht zu werden. Absolut. Wir möchten sicherstellen, dass jeder an dem Treffen teilnehmen und dazu beitragen kann. Welche Zeitoptionen haben wir für das morgige Treffen? Wir haben 3 Zeitfenster zur Verfügung: 9 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Welches funktioniert am besten für Sie? Ich bevorzuge den Slot um 13 Uhr. Das gibt mir genug Zeit, um meine morgendlichen Aufgaben zu erledigen. Hört sich gut an. Dann legen wir das Treffen für morgen um 13 Uhr an. Perfekt. Ich notiere es in meinem Kalender. Findet das Treffen persönlich oder online statt? Wir werden ein Online-Meeting abhalten, da wir im Moment remote arbeiten. Das funktioniert für mich. Online-Besprechungen sind praktisch und sparen Reisezeit. In der Tat. Es ist effizient und ermöglicht es uns, unabhängig von unseren physischen Standorten eine Verbindung herzustellen. Gibt es bestimmte Themen oder Tagesordnungspunkte, die wir für das Treffen vorbereiten sollten? Ja, wir werden den bevorstehenden Projektzeitplan besprechen und Aufgaben zuweisen. Ich hab's. Ich werde die Projektdetails überprüfen und auf alle Fragen vorbereitet sein. Das wäre toll, Anna. Ihr Input und Ihre Erkenntnisse sind immer wertvoll. Danke, John. Ich freue mich auf das Treffen und die Zusammenarbeit mit dem Team. Ebenso, Anna. Es ist immer produktiv und inspirierend, gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten. Ich schätze die Teamarbeit und die Unterstützung, die wir innerhalb unserer Organisation haben. Absolut. Wir sind stärker, wenn wir zusammenarbeiten und die Stärken des anderen nutzen. Das ist das Schöne an effektiver Zusammenarbeit. Wir erreichen mehr, wenn wir unsere Anstrengungen bündeln. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Lassen Sie uns das morgige Treffen zu einem Erfolg machen und unser Projekt vorantreiben. Klingt nach einem Plan, John. Das morgige Treffen wird unseren gemeinsamen Zielen einen Schritt näher kommen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind, Anna. Ich freue mich auf ein produktives und wirkungsvolles Meeting morgen. Prost darauf, John. Machen wir das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit und erzielen wir großartige Ergebnisse. Absolut, Anna. Wir sehen uns morgen bei der Besprechung. Lektion 2: Kulturelle Unterschiede. Es ist faszinierend zu sehen, wie kulturelle Unterschiede unsere Perspektiven prägen. Absolut, John. Jede Kultur bringt einzigartige Werte und Sichtweisen auf die Welt mit sich. Es ist interessant, wie etwas in einer Kultur als höflich und in einer anderen als unhöflich angesehen werden kann. Das stimmt, John. Gesten und Gebräuche können je nach Kultur sehr unterschiedlich sein. Kannst du mir ein Beispiel für einen kulturellen Unterschied geben, den du faszinierend findest, Anna? Ein Beispiel ist das Konzept des persönlichen Raums. In einigen Kulturen ziehen es die Menschen vor, bei Gesprächen näher zu stehen, während andere Wert auf mehr Distanz legen. Das ist faszinierend, Anna. Es ist wichtig, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Definitiv,
John. Die Berücksichtigung kultureller Nuancen trägt zu einer besseren Kommunikation und einem besseren Respekt bei. Ich stimme zu. Es ist wichtig, kulturelle Unterschiede mit Offenheit und Lernbereitschaft anzugehen. Absolut, John. Vielfalt zu begrüßen, bereichert unser Verständnis der Welt. Bist du auf kulturelle Unterschiede gestoßen, die dich überrascht haben, Anna? Ja, John. Als ich nach Japan reiste, war ich erstaunt, wie viel Wert auf Höflichkeit und Respekt in sozialen Interaktionen gelegt wird. Das ist interessant, Anna. Es ist wichtig, sich an die Gepflogenheiten der Orte anzupassen, die wir besuchen. Ja, John. Respekt vor lokalen Gebräuchen und Traditionen zu zeigen, ist eine Art, die Kultur zu schätzen. Gibt es universelle Werte, die kulturelle Unterschiede überwinden? Ja, John. Werte wie Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Mitgefühl werden oft kulturübergreifend geschätzt. Das ist beruhigend, Anna. Es ist gut zu wissen, dass einige Werte kulturelle Unterschiede überbrücken können. Absolut, John. Gemeinsamkeiten zu finden hilft, Verbindungen aufzubauen und Verständnis zu fördern. Wie können wir uns über verschiedene Kulturen und ihre Perspektiven informieren? Eine Möglichkeit besteht darin, Bücher zu lesen oder Dokumentarfilme über verschiedene Kulturen anzusehen, John. Das ist ein toller Vorschlag, Anna. Es ermöglicht uns, Einblicke in verschiedene Perspektiven zu gewinnen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Gespräche mit Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu führen. Ich stimme zu, Anna. Der Austausch von Erfahrungen und Ideen kann unseren Horizont erweitern. Lektion 3: Aufregende Bergabenteuer. Berge. Das klingt aufregend. Hattest du während deiner letzten Bergtour irgendwelche aufregenden Erlebnisse, Anna? Absolut, John. Die Berge bieten atemberaubende Schönheit und spannende Abenteuer. Erzählen Sie mir von einem der denkwürdigsten Momente Ihrer Reise. Einer der Höhepunkte war das Erreichen des Gipfels eines herausfordernden Gipfels. Das Erfolgserlebnis war unglaublich. Das muss eine berauschende Erfahrung gewesen sein. Wie hast du dich auf einen so anspruchsvollen Aufstieg vorbereitet? Ich habe vorher wochenlang trainiert und mich auf Ausdauer und Kraftübungen konzentriert. Es war wichtig, körperlich vorbereitet zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Bergsteigen erfordert ein hohes Maß an Kondition und geistiger Belastbarkeit. In der Tat. Der mentale Aspekt ist genauso wichtig. Es geht darum, Herausforderungen zu meistern und entschlossen zu bleiben. Gab es irgendwelche unerwarteten Hindernisse, die du während des Aufstiegs überwinden musstest? Ja, wir sind in der Nähe des Gipfels auf einen plötzlichen Schneesturm gestoßen. Dadurch wurde der Weg rutschig und die Sicht war schlecht. Das klingt herausfordernd. Wie hast du es geschafft, durch den Sturm zu navigieren? Wir verließen uns auf unsere Bergsteigerausrüstung und folgten den Markierungen entlang des Weges. Es erforderte besondere Vorsicht und Teamwork. Teamwork ist in solchen Situationen entscheidend. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und aufeinander aufzupassen. Absolut. Wir mussten effektiv kommunizieren und als Team Entscheidungen treffen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.
Hattest du während des Aufstiegs Momente der Angst oder des Zweifels? Es gab Momente des Zweifels, besonders angesichts steiler Klippen oder unvorhersehbarem Wetter. Aber ich erinnerte mich an meine Fähigkeiten und blieb konzentriert. Die Überwindung von Angst und Zweifel ist an sich schon eine bedeutende Leistung. Es zeigt Stärke und Entschlossenheit. Auf jeden Fall. Berge vermitteln uns wertvolle Lektionen über Belastbarkeit, Ausdauer und Selbstvertrauen. Ich verstehe, warum Bergsteigen eine so aufregende und transformative Erfahrung ist. Das ist es wirklich, John. Die Berge sind dazu da, unsere Grenzen zu überschreiten und unsere innere Stärke zu offenbaren. Würdest du in Zukunft ein weiteres Bergabenteuer erleben, Anna? Unbedingt. Ich plane bereits meine nächste Bergexpedition. Der Reiz der Berge ist unwiderstehlich. Das ist fantastisch, Anna. Ich bewundere deinen Abenteuergeist und deine Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen. Danke, John. Das Leben ist dazu da, in vollen Zügen gelebt zu werden, und Bergabenteuer verleihen unserer Reise Erheiterung und Schönheit. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Auf weitere spannende Bergabenteuer und die Lektionen, die sie mit sich bringen. Prost darauf, John. Erkunden wir weiter die Wunder der Berge und erweitern wir unsere Grenzen. In der Tat, Anna. Begeben wir uns auf neue Bergabenteuer und schaffen wir unterwegs unvergessliche Erinnerungen. Lektion 4: Prüfungsangst und kurze Pausen. Prüfungen können stressig sein, Anna. Wie gehst du mit Prüfungsangst um? Es ist wichtig, Strategien zu finden, die für Sie funktionieren. Eine Sache, die mir hilft, ist, während meiner Lerneinheiten kurze Pausen einzulegen. Das ist interessant. Wie oft machst du Pausen und für wie lange? Normalerweise mache ich alle 45 Minuten bis eine Stunde eine kurze Pause. Es sind ungefähr 5 bis 10 Minuten, um neue Energie zu tanken und Was meinen machst du Geist in zu diesen entspannen. Pausen, um das Beste daraus zu machen? Ich versuche, mich an Aktivitäten zu beteiligen, die mir helfen, mich zu entspannen und mich vom Lernen abzulenken. Vielleicht dehne ich mich, höre Musik oder mache einen kurzen Spaziergang. Das klingt nach einer guten Möglichkeit, den Geist zu erfrischen und Burnout vorzubeugen. Absolut. Pausen ermöglichen es mir, den Fokus zu behalten und verhindern, dass Müdigkeit einsetzt. Haben Sie Tipps, wie Sie kurze Pausen optimal nutzen können? Ein Tipp ist, zu vermeiden, auf Ihr Telefon zu schauen oder sich in sozialen Medien zu verlieren. Tun Sie stattdessen etwas, das Sie wirklich entspannt und verjüngt. Das ist ein gutes Argument. Es ist leicht, sich in den Pausen von unseren Geräten ablenken zu lassen. Ein weiterer Tipp ist, einen Timer für Ihre Pause einzustellen, damit Sie sich nicht zu viel Zeit vom Lernen nehmen. Zeitmanagement ist entscheidend, wenn es ums Lernen geht. Das Einstellen eines Timers kann helfen, das Gleichgewicht zu halten. Exakt. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen konzentrierter Lernzeit und notwendigen Pausen zu finden. Finden Sie, dass kurze Pausen dazu beitragen, Ihre Prüfungsangst zu reduzieren? Ja, es hilft auf jeden Fall. Indem ich mir regelmäßige Pausen gönne, fühle ich mich weniger überfordert und habe mehr Kontrolle über meine Lerneinheiten. Das ist toll zu hören. Der Umgang mit Prüfungsangst ist unerlässlich, um Ihre besten Leistungen zu erbringen.
Absolut. Es ist wichtig, der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen und eine Lernroutine zu erstellen, die für Sie funktioniert. Gibt es noch andere Strategien, mit denen Sie mit Prüfungsangst umgehen? Ja, abgesehen von Pausen mache ich auch tiefe Atemübungen und positive Selbstgespräche, um meinen Geist zu beruhigen. Tiefes Atmen und positive Affirmationen können wirksame Instrumente zur Stressbewältigung sein. Das sind sie wirklich. Es geht darum, eine positive Denkweise zu kultivieren und an ihre Fähigkeiten zu glauben. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Ich bin mir sicher, dass viele Schüler diese Tipps hilfreich finden werden. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, diese Strategien können das Lernen und die Prüfungen für andere etwas weniger entmutigend machen. Ich bin mir sicher, dass sie das tun werden. Auf effektive Lerngewohnheiten, den Umgang mit Prüfungsangst und das Erreichen von Erfolgen. Prost darauf, John. Unterstützen wir uns gegenseitig und meistern wir diese Prüfungen mit Zuversicht. Absolut, Anna. Gemeinsam können wir Prüfungsangst überwinden und uns in unseren akademischen Aktivitäten auszeichnen. Lektion 5. Intensives Training und Kraftaufbau. Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit intensiv trainiert hast. Wie schaffst du es, deine Herzfrequenz während deiner Trainingseinheiten hochzuhalten? Es geht darum, hochintensive Übungen in meine Routine zu integrieren, John. Das erhöht meine Herzfrequenz und macht sie ziemlich intensiv. Das klingt herausfordernd, aber effektiv. Kannst du mir ein Beispiel für eine hochintensive Übung geben, die du machst? Eine Übung, die ich liebe, sind Burpees. Es ist eine Ganzkörperbewegung, die Cardio- und Krafttraining kombiniert. Es bringt mein Herz wirklich zum Schlagen. Burpees sind hart, aber sie trainieren mehrere Muskelgruppen. Wie viele machst du normalerweise in einer Sitzung? Ich strebe Sätze von 10 bis 15 Burpees an, mit kurzen Pausenintervallen dazwischen. Das hält die Intensität hoch und bringt mich dazu, an meine Grenzen zu gehen. Das ist beeindruckend, Anna. Ich kann mir vorstellen, wie herausfordernd und lohnend diese Workouts sein müssen. Das sind sie auf jeden Fall, John. Intensive Trainingseinheiten bringen mich an meine Grenzen und helfen mir, sowohl physisch als auch mental Kraft aufzubauen. Apropos Kraft, welche anderen Übungen machst du, um deine Gesamtkraft aufzubauen? Ich integriere Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Liegestütze in meine Routine. Diese zusammengesetzten Bewegungen zielen auf mehrere Muskelgruppen ab und helfen beim Kraftaufbau. Zusammengesetzte Übungen eignen sich hervorragend zum Aufbau funktioneller Stärke. Wie oft trainierst du, um Fortschritte zu sehen? Ich trainiere ungefähr 4 bis 5 Mal pro Woche und gebe meinem Körper genug Zeit, um sich zwischen den Trainingseinheiten auszuruhen und zu erholen. Ruhe und Erholung sind entscheidend für das Muskelwachstum und die Vorbeugung von Verletzungen. Haben Sie Tipps zur Erholung? Absolut. Ich lege Wert auf Schlaf und achte darauf, dass ich genug Ruhe bekomme. Zusätzlich füge ich Stretching und Schaumrollen hinzu, um die Muskelregeneration zu unterstützen. Das ist ein umfassender Ansatz zur Erholung. Es ist wichtig, dass wir uns nach intensiven Trainingseinheiten um unseren Körper kümmern. Definitiv, John. Wenn wir uns um unseren Körper kümmern, können wir uns weiterhin selbst herausfordern und Fortschritte machen. Haben Sie weitere Vorteile Ihres intensiven Trainings und Krafttrainings bemerkt? Absolut. Abgesehen davon, dass ich körperliche Stärke aufbaue, fühle ich mich energiegeladener,
selbstbewusster und konzentrierter in anderen Bereichen meines Lebens. Das ist fantastisch, Anna. Es ist erstaunlich, wie sich Bewegung so positiv auf verschiedene Aspekte unseres Wohlbefindens auswirken kann. Das ist es wirklich, John. Beim Sport geht es nicht nur um körperliche Fitness, sondern auch um geistiges und emotionales Wohlbefinden. Ich bin inspiriert von deinem Engagement und den Ergebnissen, die du durch deine intensiven Trainingseinheiten erzielt hast. Danke, John. Es geht darum, Übungen und Routinen zu finden, die dich persönlich herausfordern und motivieren. Nun, du hast mich sicherlich motiviert, mehr Intensität und Krafttraining in mein Training aufzunehmen. Ich freue mich, das zu hören, John. Lassen Sie uns weiter anstrengen und gemeinsam die Vorteile intensiver Trainingseinheiten genießen. Absolut, Anna. Wir freuen uns darauf, unsere Grenzen herauszufordern, Kraft aufzubauen und die Kraft intensiver Trainingseinheiten zu nutzen. Prost darauf, John. Lassen Sie uns durch unsere Fitnessreisen weiter stärker werden, sowohl physisch als auch mental. In der Tat, Anna. Lasst uns weiter nach Größe streben und dabei andere inspirieren. Lektion 6: Mietwagen und Versicherungsschutz. Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich ein Auto gemietet hast. Hast du dafür eine Versicherung abgeschlossen? Ja, ich habe dafür gesorgt, dass ich eine Versicherung von der Vermietungsfirma abgeschlossen habe. Es ist wichtig, diesen Seelenfrieden zu haben. Absolut. Unfälle können passieren, und ein Versicherungsschutz kann sie vor unerwarteten Ausgaben bewahren. Das ist wahr. Es ist besser, vorbereitet und geschützt zu sein, besonders wenn Sie ein Mietfahrzeug fahren. Haben Sie sich für die Grundversicherung entschieden oder haben Sie zusätzliche Versicherungsoptionen gewählt? Ich habe mich für die zusätzlichen Versicherungsoptionen entschieden. Es kostet vielleicht etwas mehr, bietet aber einen umfassenderen Schutz. Es ist eine kluge Wahl, Anna. Eine zusätzliche Deckung kann von Vorteil sein, vor allem, wenn Sie vorhaben, in unbekannten Gebieten zu fahren. Exakt. Ich wollte sicherstellen, dass ich gegen mögliche Schäden oder Unfälle versichert bin. Haben Sie auch überprüft, ob Ihre persönliche Autoversicherung Mietfahrzeuge abdeckt? Ja, habe ich. Meine persönliche Autoversicherung deckt keine Mietwagen ab, daher wusste ich, dass ich sie separat abschließen musste. Das ist gut zu wissen. Viele Menschen gehen davon aus, dass ihre persönliche Versicherung die Miete abdeckt, aber das ist nicht immer der Fall. Ja, es ist wichtig, dass Sie sich bei Ihrem Versicherungsanbieter erkundigen, um Ihre Versicherungsoptionen zu erfahren. Hat Ihnen der Vermieter die Einzelheiten des Versicherungsschutzes erklärt? Ja, Sie haben mir alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt und meine Fragen zur Deckung beantwortet. Das ist großartig. Es ist wichtig, ein klares Verständnis dafür zu haben, was die Versicherung abdeckt und welche Einschränkungen bestehen. Absolut. Es hilft, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu kennen, um spätere Überraschungen zu vermeiden. Hat der Vermieter neben der Versicherung zusätzliche Dienstleistungen oder Leistungen erbracht? Ja, sie bieten Pannenhilfe bei Pannen oder Notfällen während der Mietzeit an. Pannenhilfe kann lebensrettend sein, besonders wenn Sie sich an einem unbekannten Ort befinden. Auf jeden Fall. Es gibt mir die Gewissheit, dass Hilfe nur einen Anruf entfernt ist, wenn etwas schief geht.
Mussten Sie eine Kaution zahlen, als Sie das Auto gemietet haben? Ja, ich musste zum Zeitpunkt der Anmietung eine Kaution hinterlegen. Dies ist bei den meisten Autovermietern üblich. Es ist wichtig, die Kaution bei der Budgetierung Ihrer Miete zu berücksichtigen. Absolut. Es handelt sich um eine vorübergehende Sperrung Ihres Geldes, daher ist es wichtig, entsprechend zu planen. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, Anna. Es ist hilfreich, etwas über Mietwagen und Versicherungen zu wissen. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, diese Informationen können anderen helfen, wenn sie in Zukunft ein Auto mieten. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Auf sichere und angenehme Reisen, egal ob in unseren eigenen Autos oder gemieteten Fahrzeugen. Prost darauf, John. Priorisieren wir Sicherheit und Schutz, wann immer wir unterwegs sind. Absolut, Anna. Lassen Sie uns immer verantwortungsbewusst fahren und fundierte Entscheidungen treffen, um unseren Seelenfrieden zu bewahren. Lektion 8: Reisen und kulturelle Bereicherung. Anna, ich habe deine Leidenschaft für Reisen immer bewundert. Die Welt zu sehen ist wirklich bereichernd, nicht wahr? Absolut, John. Reisen ermöglicht es uns, verschiedene Kulturen zu erkunden, unsere Perspektiven zu erweitern und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Ort besuche, habe ich das Gefühl, etwas Neues über die Welt und mich selbst zu lernen. Das ist das Schöne am Reisen. Es öffnet unseren Geist für neue Erfahrungen und hilft uns, die Vielfalt unseres Planeten zu schätzen. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel, das Sie tief beeindruckt hat? Es ist schwer, nur eine auszuwählen, aber ich muss sagen, ein Besuch in Kyoto, Japan, war für mich eine transformative Erfahrung. Was hat Kyoto für dich so besonders gemacht? Kyoto ist reich an Geschichte und Tradition. Die alten Tempel, die atemberaubenden Gärten und die Teezeremonien waren unglaublich faszinierend. Das klingt unglaublich. Es ist faszinierend, wie verschiedene Teile der Welt ihre einzigartigen kulturellen Schätze haben. Absolut. Deshalb glaube ich, dass Reisen eine Form der Bildung ist. Es lehrt uns auf eine Weise über die Welt, wie es Bücher nicht können. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Verschiedene Kulturen aus erster Hand zu erleben, ist eine wirklich immersive und aufschlussreiche Erfahrung. Und es müssen keine weit entfernten Ziele sein. Sogar die Erkundung unseres eigenen Landes kann ebenso bereichernd sein. Du hast recht. Manchmal übersehen wir die Schönheit und den kulturellen Reichtum, der direkt in unserem eigenen Hinterhof existiert. Deshalb bemühe ich mich, lokale Attraktionen und versteckte Juwelen zu erkunden, wann immer ich kann. Hast du Tipps für jemanden, der mit Reisen beginnen möchte, sich aber nicht sicher ist, wo er anfangen soll? Fangen Sie klein an, John. Wählen Sie ein nahegelegenes Reiseziel, das Sie interessiert, und planen Sie einen Kurztrip. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die Welt des Reisens einzutauchen. Das ist ein praktischer Ansatz. Es ist wichtig, diesen ersten Schritt zu tun und Ihr Selbstvertrauen als Reisender zu stärken. Exakt. Wenn du mehr Erfahrung sammelst, kannst du dich nach und nach an weiter entfernte und exotischere Orte begeben. Was ist Ihrer Meinung nach die wertvollste Lektion, die Sie auf Ihren Reisen gelernt haben? Eine der wertvollsten Lektionen, die ich gelernt habe, ist die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und der Akzeptanz des Unbekannten.
Reisen erfordert sicherlich Flexibilität und die Fähigkeit, sich in ungewohnten Situationen zurechtzufinden. Ja, es lehrt uns, unsere Komfortzonen zu verlassen, einfallsreich zu sein und die Schönheit der Spontanität zu schätzen. Ich kann mir vorstellen, dass Reisen für viele Menschen eine transformative und lebensverändernde Erfahrung sein kann. Das ist es wirklich, John. Es erweitert unseren Horizont, fördert Empathie und schafft Verbindungen zu Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen. Nun, Sie haben mich sicherlich dazu inspiriert, mehr Reiseabenteuer zu erleben und die bereichernden Erfahrungen, die sie bieten, zu genießen. Ich freue mich, das zu hören, John. Die Welt wartet darauf, erkundet zu werden, und es gibt so viel zu entdecken und zu lernen. Auf die Freude am Reisen, die Schönheit des kulturellen Austauschs und die lebenslangen Erinnerungen, die wir unterwegs schaffen. Prost darauf, John. Lasst uns auf unseren Reisen weiter forschen, lernen und wachsen, nah und fern. Absolut, Anna. Lassen wir uns die Wunder der Welt zu eigen machen und uns weiterhin durch unsere Erfahrungen bereichern lassen. Lektion 9: Effiziente Reiseplanung. Anna, wenn es ums Reisen geht, habe ich gelernt, dass Planung entscheidend ist. Es ist wichtig, den Zeitplan zu überprüfen und Ihre Route im Voraus zu planen. Absolut, John. Mit einer gut durchdachten Reiseroute können Sie Zeit, Geld und unnötigen Stress während Ihrer Reise sparen. Wie planst du normalerweise deine Reisen? Haben Sie irgendwelche Strategien, die Sie mit uns teilen können? Eines der ersten Dinge, die ich mache, ist das Reiseziel zu recherchieren und eine Liste der Attraktionen und Aktivitäten zu erstellen, die man gesehen haben muss. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Es hilft, eine klare Vorstellung davon zu haben, was Sie erleben und erkunden möchten. Sobald ich meine Liste habe, priorisiere ich die Attraktionen anhand ihrer Nähe und der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Das macht Sinn. Es ist wichtig, realistisch zu sein und für jede Aktivität oder jeden Besichtigungspunkt genügend Zeit einzuplanen. Absolut. Es ist besser, ein paar Orte in vollen Zügen zu genießen, als durch viele zu hetzen und sie nicht vollständig zu schätzen. Wie entscheiden Sie sich für das Verkehrsmittel, mit dem Sie sich während Ihrer Reise fortbewegen können? Das hängt vom Reiseziel ab, John. Manchmal sind öffentliche Verkehrsmittel bequem und kostengünstig, während es in anderen Fällen praktischer sein kann, ein Auto zu mieten. Ich verstehe. Es ist gut, Faktoren wie das lokale Verkehrssystem, die Erreichbarkeit und die Entfernung zwischen den Attraktionen zu berücksichtigen. Auf jeden Fall. Indem Sie das am besten geeignete Transportmittel wählen, können Sie Ihr Reiseerlebnis reibungsloser und angenehmer gestalten. Haben Sie Tipps, um lange Warteschlangen und Menschenansammlungen an beliebten Touristenattraktionen zu vermeiden? Eine effektive Strategie besteht darin, beliebte Sehenswürdigkeiten früh am Morgen oder später am Tag zu besuchen, wenn der Andrang geringer ist. Das ist ein kluger Ansatz. Es ermöglicht Ihnen, dem Trubel zu entkommen und ein friedlicheres Erlebnis zu haben. Wenn Sie Tickets im Voraus online kaufen, können Sie außerdem lange Warteschlangen umgehen und Zeit sparen. Das ist ein toller Tipp. Es lohnt sich immer zu überprüfen, ob Attraktionen Online-Tickets oder Optionen ohne Anstehen anbieten. Absolut. Ein wenig Vorplanung kann viel dazu beitragen, Ihre Zeit zu maximieren und Wartezeiten zu minimieren. Was ist mit den Speisemöglichkeiten während Ihrer Reisen? Wie entscheidest du, wo du essen möchtest?
Ich informiere mich gerne vorher über lokale Küche und beliebte Restaurants. Das Lesen von Bewertungen und Empfehlungen kann mir helfen, authentische und köstliche Restaurants zu finden. Das ist eine gute Strategie. Das Probieren lokaler Gerichte und das Erleben der kulinarischen Kultur eines Ortes ist immer ein Höhepunkt jeder Reise. Das ist es auf jeden Fall, John. Essen ist ein Fenster in die Kultur und Traditionen eines Reiseziels. Hast du noch letzte Tipps für eine effiziente Reiseplanung? Ein wichtiger Tipp ist, flexibel zu sein und Raum für unerwartete Entdeckungen oder Änderungen in Ihren Plänen zu lassen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Manchmal passieren die denkwürdigsten Erlebnisse, wenn wir vom ursprünglichen Plan abweichen. Exakt. Es ist wichtig, einen Rahmen für deine Reise zu haben, aber auch Raum für Spontanität und neue Abenteuer zu lassen. Nun, Anna, deine Erkenntnisse und Tipps waren unglaublich hilfreich. Ich werde sicherstellen, dass ich sie auf meinen zukünftigen Reisen anwende. Ich freue mich, das zu hören, John. Ich hoffe, diese Tipps machen Ihre Reisen angenehmer und stressfreier. Danke, dass du deine Weisheit teilst, Anna. Auf eine effiziente Reiseplanung und unvergessliche Abenteuer. Prost darauf, John. Mögen Ihre zukünftigen Reisen voller wunderbarer Erlebnisse und wertvoller Erinnerungen sein. Absolut, Anna. Lassen Sie uns die Freude genießen, neue Orte zu erkunden und das Beste aus jeder Reise herauszuholen, die wir unternehmen. Lektion 10: Entspannung antizipieren. Anna, ich fühle mich in letzter Zeit ziemlich erschöpft. Nicht viel los, ich freue mich nur auf etwas Entspannung. Wie steht's mit dir? Das kann ich nachvollziehen, John. Manchmal brauchen wir alle eine Pause, um neue Energie zu tanken und zu regenerieren. Ich freue mich auch auf ein paar Auszeiten. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen und Wege zu finden, sich zu entspannen. Wie entspannst du dich normalerweise und tankst neue Energie, Anna? Eine meiner liebsten Arten, mich zu entspannen, ist das Lesen eines guten Buches. Es ermöglicht mir, in verschiedene Welten zu entfliehen und den Stress des Alltags zu vergessen. Lesen ist in der Tat eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Ich finde es beruhigend und es hilft mir, meinen Fokus auf etwas zu lenken, das mir Spaß macht. Absolut. Es ist wie ein geistiger Urlaub, ohne den Komfort Ihres Zuhauses zu verlassen. Haben Sie neben dem Lesen noch andere Aktivitäten zur Entspannung? Ich praktiziere auch gerne Yoga und Meditation. Sie helfen mir, inneren Frieden zu finden und geben meinem Geist und Körper ein Gefühl der Ruhe. Das klingt wunderbar. Achtsame Aktivitäten können wirklich dazu beitragen, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die bei Ihnen Anklang finden und Ihnen Freude und Ruhe bringen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten, Entspannung zu finden, und es ist wichtig herauszufinden, was für uns individuell am besten funktioniert. Absolut, John. Es geht darum, sich selbst bewusst zu werden und darauf zu hören, was unser Geist und unser Körper brauchen. Haben Sie neben der individuellen Entspannung auch Gedanken zur Planung von Freizeitaktivitäten mit Freunden oder Liebsten? Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen, kann auch unglaublich entspannend und verjüngend sein. Es ist eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich stimme zu.
Egal, ob Sie zusammen spazieren gehen, ein Picknick machen oder einfach nur die Gesellschaft des anderen genießen, es sorgt für eine zusätzliche Ebene der Freude und Entspannung. Absolut, John. Soziale Verbindungen und sinnvolle Beziehungen sind für unser allgemeines Wohlbefinden unerlässlich. Nun, Anna, ich hoffe, du hast eine entspannende und verjüngende Zeit vor dir. Nutzen Sie die Gelegenheit, um neue Energie zu tanken und Dinge zu tun, die Ihnen Freude bereiten. Danke, John. Ich wünsche dir dasselbe. Mögen Sie die Entspannung und Ruhe finden, die Sie suchen. Auf die Kraft der Entspannung und Selbstfürsorge. Nutzen wir die Gelegenheit, uns zu entspannen und ein Gleichgewicht in unserem Leben zu finden. Prost darauf, John. Mögen wir immer unser Wohlbefinden in den Vordergrund stellen und inmitten der Hektik des Lebens Momente der Ruhe und Entspannung finden. Absolut, Anna. Machen wir Selbstpflege und Entspannung zu einer Priorität, in dem Wissen, dass dies zu unserem allgemeinen Glück und unserer Erfüllung beiträgt. Lektion 11: Den Teig kühlen. Anna, ich freue mich darauf, heute ein paar Kekse zu backen. Hast du den Teig gekühlt? Ja, ich habe es ein paar Stunden gekühlt. Durch das Kühlen des Teigs wird er fester und die Aromen können sich entfalten. Das ist großartig. Gekühlter Teig ergibt normalerweise Kekse mit einer besseren Textur und verhindert ein übermäßiges Verteilen beim Backen. Absolut. Es hilft auch dabei, dass sich die Aromen vermischen, was zu einem köstlicheren Endprodukt führt. Wie lange kühlst du den Teig normalerweise? Das hängt vom Rezept ab, aber normalerweise kühle ich es mindestens 1 oder 2 Stunden lang. Bei einigen Rezepten sind möglicherweise längere Kühlzeiten erforderlich. Ich verstehe. Geduld ist also der Schlüssel, wenn es darum geht, beim Backen die besten Ergebnisse zu erzielen. Definitiv, John. Was lange währt, wird endlich gut, besonders wenn es ums Backen geht. Gibt es neben Keksen noch andere Teigsorten, die vom Kühlen profitieren? Ja, es gibt viele Teige, die vom Kühlen profitieren. Tortenkrusten werden beispielsweise schuppiger, wenn der Teig vor dem Ausrollen gekühlt wird. Das ist gut zu wissen. Das Kühlen des Teigs scheint eine gängige Technik beim Backen zu sein, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Absolut. Es ist ein einfacher Schritt, der einen großen Unterschied in der Gesamtqualität Ihrer Backwaren ausmachen kann. Ich freue mich darauf, die Kekse zu probieren. Aus gekühltem Teig entstehen oft Kekse mit einer zähen, aber zarten Textur. Ich bin sicher, sie werden köstlich werden, John. Gekühlter Teig hilft den Keksen, ihre Form zu behalten und sorgt für einen sättigenden Biss. Ich schätze deine Tipps, Anna. Es ist immer hilfreich, die kleinen Tricks zu lernen, die unsere Backkünste verbessern können. Ich freue mich, dass ich mein Wissen teilen konnte, John. Backen ist eine wunderbare Art, Kreativität auszudrücken und anderen Freude zu bereiten. In der Tat, Anna. Der Duft von frischen Backwaren und die Freude, die sie bereiten, sind etwas ganz Besonderes. Backen kann eine Form der Selbstfürsorge sein und eine Möglichkeit sein, unseren Mitmenschen Liebe zu zeigen. Nun, Anna, ich bin dankbar für deinen Rat, den Teig zu kühlen. Lass uns weitermachen und diese Kekse backen. Absolut, John. Genießen wir den Prozess und genießen wir die süßen Belohnungen unseres Backabenteuers. Auf die Kunst des Backens und die Magie, die in der Küche passiert. Mögen sich unsere Kekse als köstliche Köstlichkeiten herausstellen.
Prost darauf, John. Mögen unsere Backwaren ein Lächeln und Wärme in unsere Herzen und in diejenigen, die sie genießen, zaubern. Absolut, Anna. Lassen Sie uns die Freude am Backen genießen und gemeinsam köstliche Erinnerungen schaffen. Lektion 12. Mit Branchentrends auf dem Laufenden bleiben. Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir mit den Branchentrends Schritt halten können. Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Absolut, John. Eine gute Möglichkeit ist die Teilnahme an Konferenzen, die mit unserem Fachgebiet zu tun haben. Sie bieten wertvolle Einblicke und Netzwerkmöglichkeiten. Das ist eine gute Idee, Anna. Konferenzen bringen Branchenexperten zusammen und bieten eine Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. In der Tat, John. Es ist eine Gelegenheit, neues Wissen zu erwerben, neue Trends zu entdecken und mit gleichgesinnten Fachleuten in Kontakt zu treten. Gibt es neben Konferenzen noch andere Möglichkeiten, um über Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben? Auf jeden Fall. Das Lesen von Branchenpublikationen, Blogs und Newslettern ist eine weitere effektive Methode. Sie bieten regelmäßige Updates und Analysen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und sich der Veränderungen in unserer Branche bewusst zu sein. Absolut, John. Kontinuierliches Lernen und die Aktualisierung der Branchentrends helfen uns, wettbewerbsfähig und anpassungsfähig zu bleiben. Haben Sie bestimmte Ressourcen oder Veröffentlichungen, die Sie hilfreich finden? Ja, es gibt mehrere seriöse Branchenmagazine und Online-Plattformen, die über die neuesten Trends und Erkenntnisse berichten. Ich kann einige Empfehlungen mit Ihnen teilen. Das wäre toll, Anna. Es ist immer hilfreich, eine kuratierte Liste von Ressourcen zu haben, auf die man zurückgreifen kann. Ich stelle sicher, dass ich eine Liste für dich zusammenstelle, John. Es wird eine Vielzahl von Quellen enthalten, um den unterschiedlichen Interessen und Bereichen unserer Branche gerecht zu werden. Ich weiß deine Mühe zu schätzen, Anna. Der Zugang zu zuverlässigen und aktuellen Informationen ist für die berufliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Es ist wichtig, Zeit und Mühe zu investieren, um auf dem Laufenden zu bleiben und sich mit unserer Branche weiterzuentwickeln. Gibt es neben der Teilnahme an Konferenzen und dem Lesen noch andere Strategien, die wir anwenden können? Die Teilnahme an Online-Foren und Communities, die sich auf unsere Branche beziehen, kann ebenfalls von Vorteil sein. Sie bieten eine Plattform für Diskussionen und Wissensaustausch. Das ist ein gutes Argument, Anna. Die Interaktion mit Branchenkollegen und der Austausch von Ideen können zu wertvollen Erkenntnissen und neuen Perspektiven führen. Absolut, John. Zusammenarbeit und Vernetzung spielen eine wichtige Rolle, um in Verbindung zu bleiben und auf dem Laufenden zu bleiben. Nun, Anna, ich bin dankbar für deine Vorschläge. Lassen Sie uns bewusst versuchen, über Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben und unsere berufliche Entwicklung fortzusetzen. Definitiv, John. Indem wir auf dem Laufenden bleiben und lebenslanges Lernen fördern, können wir in unserer Karriere erfolgreich sein und einen wichtigen Beitrag zu unserer Branche leisten. Auf das Streben nach Wissen und das Engagement, den Branchentrends immer einen Schritt voraus zu sein. Mögen wir immer an der Spitze von Innovation und Fortschritt stehen. Absolut, Anna. Bleiben wir neugierig, anpassungsfähig und aufgeschlossen, während wir uns in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft unserer Branche zurechtfinden. Lektion 13.
Klare Wettervorhersage. Hast du die Prognose überprüft, Anna? Was sagt es über das Wetter heute aus? Laut Prognose sollte es den ganzen Tag klar bleiben. Keine Anzeichen von Regen oder Wolken in Sicht. Das sind großartige Neuigkeiten. Klares Wetter bedeutet, dass wir Outdoor-Aktivitäten ohne Unterbrechungen planen können. Absolut, John. Es ist die perfekte Gelegenheit, etwas Sonne und frische Luft zu genießen. Ich dachte darüber nach, wandern zu gehen. Klares Wetter würde das Erlebnis noch angenehmer machen. Wandern klingt wunderbar, John. Der klare Himmel bietet atemberaubende Ausblicke und eine angenehme Wanderumgebung. In der Tat, Anna. Es ist erstaunlich, wie das Wetter unsere Outdoor-Erlebnisse verbessern kann. Absolut. Ob Wandern, Picknick oder einfach nur ein Spaziergang, klares Wetter verleiht unseren Outdoor-Abenteuern einen Hauch von Magie. Habt ihr angesichts der klaren Prognose noch andere Pläne für den Tag? Ich dachte daran, meine Yogamatte mit nach draußen zu nehmen und Yoga im Park zu praktizieren. Das klare Wetter würde eine friedliche und heitere Atmosphäre schaffen. Das klingt nach einer fantastischen Idee, Anna. Yoga in der Natur kann unglaublich verjüngend und beruhigend sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Die Kombination aus frischer Luft, natürlicher Umgebung und klarem Himmel kann die Verbindung zwischen Geist und Körper verbessern. Neben Outdoor-Aktivitäten können wir bei klarem Wetter auch im Garten arbeiten oder einfach in unserem Garten entspannen. Absolut, John. Gärtnern kann therapeutisch sein, und ein klarer Tag gibt uns die Möglichkeit, uns um unsere Pflanzen zu kümmern und die Schönheit der Natur zu genießen. Es ist erstaunlich, wie das Wetter unsere Stimmung und die Aktivitäten, an denen wir teilnehmen, beeinflussen kann. In der Tat, John. Unsere Verbindung zur Natur und den Elementen ist tief, und klares Wetter bietet uns ein positives und aufmunterndes Erlebnis. Nun, Anna, ich bin dankbar für die klare Prognose. Es eröffnet uns eine Welt voller Möglichkeiten, den Tag in vollen Zügen zu genießen. Absolut, John. Machen wir das Beste aus diesem klaren Wetter und schaffen wir schöne Erinnerungen. Auf den klaren Himmel und die Freude, die er bringt. Mögen wir die Schönheit der Natur schätzen und jede Gelegenheit nutzen, um die Natur zu genießen. Prost darauf, John. Tauchen wir ein in die Wunder des klaren Wetters und finden wir Glück in den einfachsten Momenten. Absolut, Anna. Lassen Sie uns das Geschenk des klaren Wetters schätzen und die Freiheit und Gelassenheit genießen, die es uns bietet. Lektion 14: Erkundung der lokalen Küche. Wann immer ich reise, liebe ich es, die lokale Küche zu probieren. Es verleiht meiner Reise einen einzigartigen Geschmack. Was ist das einzigartigste Gericht, das du je probiert hast? Oh, es gibt so viele köstliche und einzigartige Gerichte da draußen, John. Eines, das auffällt, ist Balut, eine philippinische Delikatesse. Es ist ein befruchtetes Entenei mit einem teilweise entwickelten Embryo im Das Inneren. klingt faszinierend, Anna. Es ist faszinierend, wie verschiedene Kulturen ihre eigenen, unverwechselbaren Gerichte haben. Absolut, John. Die Erkundung der lokalen Küche ermöglicht es uns, die vielfältigen kulinarischen Traditionen auf der ganzen Welt zu verstehen und zu schätzen. Haben Sie andere einzigartige Gerichte aus verschiedenen Ländern probiert? Ja, ich habe auch Haggis probiert,
Ein traditionelles schottisches Gericht aus Schafsherz, Leber und Lunge, gemischt mit Zwiebeln, Gewürzen und Hafer. Das ist ziemlich abenteuerlich, Anna. Es ist erstaunlich, wie tief bestimmte Gerichte in der Kultur und Geschichte eines Landes verwurzelt sein können. In der Tat, John. Essen hat die Kraft, Geschichten zu erzählen und uns mit einem Ort und seinen Menschen zu verbinden. Gibt es noch andere einzigartige Gerichte, auf die Sie bei Ihren kulinarischen Abenteuern gestoßen sind? Ein weiteres interessantes Gericht, das ich probiert habe, waren Escamoles, Ameisenlarven, die aus den Wurzeln von Agavenpflanzen geerntet wurden. In Mexiko gilt es als Delikatesse. Wow, davon habe ich definitiv noch nie gehört, Anna. Es ist faszinierend, wie lokale Zutaten und Traditionen die Küche einer Region prägen. Absolut, John. Die Erkundung der lokalen Küche erfreut nicht nur unseren Gaumen, sondern vertieft auch unser Verständnis für das Erbe einer Kultur. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Es ist eine wunderbare Art, in den lokalen Lebensstil und die Traditionen einzutauchen. In der Tat, John. Essen kann ein Tor sein, um das Herz und die Seele eines Ortes zu entdecken. Nun, Anna, ich bin dankbar für deine Einblicke in einzigartige Gerichte aus verschiedenen Ländern. Es hat meine Neugier noch mehr geweckt. Ich freue mich, das zu hören, John. Die Erkundung der lokalen Küche ist eine aufregende und köstliche Art, den Reichtum unserer Welt zu genießen. Auf die Freude an kulinarischen Entdeckungen und auf die Aromen, die uns in verschiedene Ecken der Welt entführen. Mögen wir weiterhin die Vielfalt der lokalen Küchen genießen und schätzen. Prost darauf, John. Begeben wir uns auf kulinarische Abenteuer, Teller für Teller, und schaffen wir unvergessliche gastronomische Erinnerungen. Absolut, Anna. Seien wir offen für neue Geschmacksrichtungen, Texturen und Aromen und lassen wir die lokale Küche unser Leitfaden für unvergessliche Reiseerlebnisse sein. Lektion 15: Die nächsten Reiseziele. Ich denke darüber nach, nächsten Monat eine Reise zu machen. Ich kann es kaum erwarten, einen neuen Ort zu erkunden. Wie steht's mit dir, Anna? Oh, ich liebe es auch zu reisen, John. Nächsten Monat denke ich darüber nach, eine bezaubernde Küstenstadt zu besuchen. Es steht schon eine Weile auf meiner Bucketlist. Das klingt wunderbar, Anna. Küstenstädte haben einen einzigartigen Charme und bieten eine entspannte Atmosphäre. Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie sich für dieses Reiseziel entschieden haben? Das beruhigende Geräusch der Wellen und die Schönheit der Küstenlandschaften haben mich schon immer angezogen. Ich möchte die Ruhe und Gelassenheit des Meeres erleben. Das klingt unglaublich friedlich, Anna. Es ist erstaunlich, wie verschiedene Destinationen vielfältige Erlebnisse bieten und auf unsere individuellen Vorlieben eingehen. Absolut, John. Die Erkundung neuer Orte erweitert unseren Horizont und bereichert unser Verständnis der Welt. Haben Sie bestimmte Aktivitäten oder Attraktionen für Ihren Urlaub am Meer im Sinn? Ich habe vor, lange Strandspaziergänge zu machen, frische Meeresfrüchte zu genießen und atemberaubende Sonnenuntergänge mit meiner Kamera einzufangen. Es wird eine perfekte Mischung aus Entspannung und Erkundung sein. Das klingt nach einer reizvollen Reiseroute, Anna. Ich hoffe, Sie haben eine unvergessliche Zeit, um die Schönheit der Küstenstadt einzufangen. Danke, John. Darauf freue ich mich sehr. Wie steht's mit dir? Gibt es ein bestimmtes Reiseziel, das Sie in Betracht ziehen?
Ich tendiere zu einer Bergregion, Anna. Ich liebe es zu wandern und von atemberaubenden Landschaften umgeben zu sein. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Das klingt unglaublich, John. Berge bieten eine andere Art von Schönheit und ein Gefühl von Abenteuer. Gibt es bestimmte Wanderwege oder Gipfel, an die Sie denken? Ich habe von einem anspruchsvollen Trail gehört, der zu einem atemberaubenden Berggipfel führt. Er ist bekannt für seinen Panoramablick und das Erfolgserlebnis, das er mit sich bringt. Das klingt nach einer aufregenden Erfahrung, John. Auf einen Berggipfel zu wandern und mit atemberaubenden Ausblicken belohnt zu werden, ist wirklich etwas Besonderes. Absolut, Anna. Das Gefühl, dort oben zu sein, umgeben von der Pracht der Natur, ist unbeschreiblich. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Es sind Momente wie diese, die uns an die Wunder unseres Planeten erinnern. Nun, Anna, es scheint, als hätten wir beide spannende Reisepläne für den nächsten Monat. Mögen unsere Reisen voller Entdeckungen, Freude und unvergesslicher Erlebnisse sein. In der Tat, John. Lassen Sie uns den Nervenkitzel der Erkundung genießen und an den Orten, die wir besuchen, wunderschöne Erinnerungen schaffen. Auf die Vorfreude auf neue Abenteuer und die Aufregung, unbekannte Schätze zu entdecken. Mögen unsere Reisen unsere Neugier wecken und uns inspirieren. Prost darauf, John. Begeben wir uns auf unsere jeweiligen Reisen mit offenem Herzen und offenem Geist, bereit, die Magie des Reisens anzunehmen. Absolut, Anna. Nutzen wir die Gelegenheit, Neues zu entdecken, zu lernen und zu wachsen, während wir neue Ziele betreten. Lektion 16: Abflug vom Flughafen. Ich bin für meinen Flug auf Virgin Atlantic. Kennst du zufällig die Gate-Nummer, Anna? Lass mich nachschauen, John. Ja, Ihr Flug startet von Gate 23. Vergessen Sie nicht, auf den Bildschirmen des Flughafens nach kurzfristigen Updates zu suchen. Danke, Anna. Danke für deine Hilfe. Es ist immer gut, die Gate-Nummer griffbereit zu haben, um einen reibungslosen Abflug zu gewährleisten. Absolut, John. Die Gate-Nummer im Voraus zu kennen, spart Zeit und hilft uns, uns effizienter am Flughafen zurechtzufinden. Reist du heute auch, Anna? Ja, ich fliege mit einer anderen Fluggesellschaft. Ich überprüfe meine Bordkarte, um zu sehen, zu welchem Gate ich gehen muss. Es ist immer aufregend zu sehen, wie verschiedene Fluggesellschaften und Passagiere am Flughafen zusammenkommen. Es ist wie ein Knotenpunkt für vielfältige Reisen. Ich stimme zu, John. Flughäfen haben eine lebendige Atmosphäre mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, jeder mit seinem eigenen Ziel und Zweck. Das macht Reisen so faszinierend. Es ist eine Gelegenheit, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen in Kontakt zu treten. Absolut, John. Es erweitert unsere Perspektive und erinnert uns an die Weite und Vielfalt unserer Welt. Ich finde den Prozess, in das Flugzeug zu steigen und abzuheben, ziemlich aufregend. Es ist der Beginn eines neuen Abenteuers. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Die Vorfreude steigt, als wir uns auf unseren Sitzen niederlassen und uns auf den Start vorbereiten. Und sobald wir in der Luft sind, genießen wir die atemberaubende Aussicht von oben und das Gefühl, zwischen zwei Welten zu schweben. Es ist in der Tat ein einzigartiges Erlebnis. Die Welt aus der Vogelperspektive zu sehen, gibt uns eine andere Perspektive auf unseren Planeten. Hattest du jemals unvergessliche Erlebnisse während deiner Flüge, Anna?
Ja, ich erinnere mich an einmal, als mich die Flugbegleiterin während des Fluges mit einer kleinen Geburtstagstorte überraschte. Das machte diese Reise zu etwas ganz Besonderem. Das ist wunderbar, Anna. Es ist herzerwärmend, wenn Fluggesellschaften sich ins Zeug legen, um Passagieren das Gefühl zu geben, geschätzt und gefeiert zu werden. Das ist es wirklich, John. Diese kleinen Gesten können einen großen Unterschied machen und bleibende Erinnerungen schaffen. Nun, Anna, ich mache mich jetzt besser auf den Weg zu Gate 23. Nochmals vielen Dank, dass Sie mir mit der Gate-Nummer geholfen haben. Du bist willkommen, John. Haben Sie einen fantastischen Flug und genießen Sie Ihre Reise. Gute Reise. Danke, Anna. Ich wünsche Ihnen auch eine sichere Reise, wo auch immer Ihr Ziel sein mag. Bis zum nächsten Mal. Lektion 17: Maximierung der Produktivität. Ich hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten, den Überblick über meine Aufgaben zu behalten. Es gibt so viel zu tun und ich möchte das Beste aus meinen Tagen machen. Ich verstehe, John. Es kann schwierig sein, unserer Verantwortung gerecht zu werden und sicherzustellen, dass wir unsere Zeit effektiv nutzen. Genau, Anna. Ich habe das Gefühl, dass es immer Ablenkungen gibt, die mich von dem ablenken, was ich erreichen muss. Eine Strategie, die für mich funktioniert hat, ist die Erstellung einer To-Do-Liste. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und meine Aufgaben zu priorisieren. Das ist eine großartige Idee, Anna. Das versuche ich mal. Eine klare Liste der Dinge, die angegangen werden müssen, kann einen Orientierungs- und Fokussierungssinn vermitteln. Absolut, John. Ein weiterer Tipp ist, größere Aufgaben in kleinere, überschaubarere Aufgaben aufzuteilen. Dadurch fühlen sie sich weniger überwältigend. Ich kann mir vorstellen, dass das hilfreich wäre. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben und den Fortschritt zu verfolgen, wenn die Aufgaben überschaubar sind. Definitiv, John. Und vergiss nicht, jeder Aufgabe bestimmte Zeitfenster zuzuweisen. Es hilft bei der Erstellung eines strukturierten Zeitplans und verhindert Prokrastination. Guter Punkt, Anna. Ich unterschätze oft, wie lange bestimmte Aufgaben dauern, und das ruiniert meinen ganzen Tag. Die Festlegung realistischer Zeitrahmen ist entscheidend. Absolut. Zeitmanagement ist der Schlüssel zur Maximierung der Produktivität. Es ist wichtig, darauf zu achten, wie wir unsere Zeit einteilen und unnötige zeitraubende Aktivitäten zu vermeiden. Du hast recht, Anna. Ich muss disziplinierter sein und vermeiden, mich von Ablenkungen wie sozialen Medien oder übermäßigem Multitasking ablenken zu lassen. Es ist eine häufige Herausforderung, John. Ablenkungen zu minimieren und konzentriert zu bleiben erfordert Selbstdisziplin, aber die Mühe lohnt sich, um die Produktivität zu steigern. Daran werde ich auf jeden Fall arbeiten. Ich habe auch gehört, dass es von Vorteil ist, kurze Pausen zwischen den Aufgaben einzulegen, um neue Energie zu tanken und Burnout zu vermeiden. Das ist ein toller Vorschlag, John. Unser Gehirn braucht Momente der Ruhe, um fit zu bleiben und den ganzen Tag über produktiv zu bleiben. Absolut, Anna. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Arbeit und Erholung zu finden. Qualitätspausen können tatsächlich unsere Gesamteffizienz verbessern. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, durch richtigen Schlaf, Ernährung und Bewegung auf uns selbst aufzupassen. Du hast absolut recht, Anna. Wenn wir unserem Wohlbefinden Priorität einräumen, haben wir mehr Energie und Konzentration, um unsere Aufgaben effektiv zu erledigen. Nun, John, auf besseres Zeitmanagement, mehr Produktivität und darauf,
das Beste aus unseren Tagen herauszuholen. Absolut, Anna. Prost darauf. Lassen Sie uns diese Strategien umsetzen und einen produktiveren und erfüllenderen Tagesablauf schaffen. Lektion 18: Auf dem Flughafen navigieren. Ich versuche die Duty-Free-Shops zu finden. Wissen Sie, wo sie sich befinden, Anna? Ja, John. Sie befinden sich im 2. Stock, direkt hinter der Sicherheitskontrolle. Das ist hilfreich, Anna. Es macht mir immer Spaß, vor meinem Flug in den Duty-Free-Shops zu stöbern. Sie haben eine große Auswahl an Produkten, von Kosmetika und Parfums bis hin zu Elektronik und Souvenirs. Ich werde sie mir ansehen. Es ist eine perfekte Gelegenheit, Geschenke für meine Familie und Freunde zu kaufen. Absolut, John. Zollfreies Einkaufen ermöglicht es Ihnen, Artikel zu einem günstigeren Preis als in normalen Einzelhandelsgeschäften zu Das ist ein erwerben. Bonus. Ich kann etwas Geld sparen und gleichzeitig hochwertige Produkte kaufen. Auf jeden Fall. Denken Sie daran, die Grenzwerte und Einschränkungen für zollfreie Artikel zu überprüfen, insbesondere wenn Sie international reisen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Es ist wichtig, die Zollbestimmungen einzuhalten, um Probleme zu vermeiden. Exakt. Apropos 2. Etage, dort gibt es auch mehrere Restaurants und Cafés. Das ist gut zu wissen. Vielleicht esse ich vor meinem Flug einen schnellen Happen. Das ist eine großartige Idee, John. Das Genießen einer Mahlzeit oder einer Tasse Kaffee kann die Wartezeit angenehmer machen. Absolut. Es ist schön, sich vor der Reise hinzusetzen, zu entspannen und ein köstliches Essen zu genießen. Und wenn Sie bestimmte Ernährungspräferenzen oder Einschränkungen haben, erkundigen Sie sich nach den verfügbaren Optionen. Danke für die Erinnerung, Anna. Ich werde auf jeden Fall nach vegetarischen oder glutenfreien Optionen fragen. Du bist willkommen, John. Es ist wichtig, ein komfortables und angenehmes Erlebnis am Flughafen zu haben. Auf jeden Fall. Flughäfen können überfüllt und überwältigend sein, aber zu wissen, wo wir die Annehmlichkeiten finden, die wir benötigen, macht es einfacher. Das stimmt, John. Wenn Sie sich im Voraus mit dem Layout und den Einrichtungen des Flughafens vertraut machen, können Sie Zeit sparen und Stress reduzieren. Ich stimme zu, Anna. So können wir effizienter am Flughafen navigieren und uns darauf konzentrieren, unsere Reise zu genießen. Absolut. Denken Sie also daran, dass sich die Duty-Free-Shops und Restaurants im 2. Stock befinden, direkt hinter der Sicherheitskontrolle. Danke für die Information, Anna. Ich danke dir für deine Hilfe. Es ist immer gut, gut informiert zu sein. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Erkunden der Duty-Free-Shops und genießen Sie Ihr Essen. Sicher reisen. Danke, Anna. Ich werde das Beste aus meinem Flughafenerlebnis machen. Bis zum nächsten Mal.